sind ein bisschen die, sie schickt. Heute ist es am Rhein. Ja, das ist eigentlich völlig egal, wann er hier hinguckt. Morgens, mittags, abends, Winter, Sommer, Frühling, Herbst, im Nebel, im Rhein, im Sonnenschein. Ist einfach immer spektakulär. Die Niagara-Fälle sind der Wahnsinn. Jedes Jahr strömen Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt hierher, um das Naturwunder zu bestaunen. Wie hätte die Natur nur geschafft, so etwas Majestätisches zu kreieren? Ja, um das zu verstehen, da müssen wir weg zurück in die Vergangenheit reisen. Genauer gesagt, 12.000 Jahre zurück. Zum Ende der Eiszeit. Da zogen sich nämlich die Gletscher zurück und hinterließen riesige neue Seen. Die waren dann die Grundlage für dieses beeindruckende Naturwunder. Die majestätischen Wasserfälle wurden durch den mächtigen Niagara-Fluss geformt, der sie Wasser vom Eriesee in den Ontariosee ableitet. Hat dann noch ein ganzes Zick gedauert, etwa so 3000 Jahre später, siedelten sich die ersten Ureinwohner an. Ja, die begannen dann mit dem Anbau von Korn und Bunne und die ersten kleinen Dörfer entstanden. Aufgrund der Spannungen zwischen der verschiedenen Stämme, ja, aber da war oft Konflikte und die Dörfer wurden strategisch so angelagert, dass die sich gut verteidigen konnten. Die Menschen waren immer auf der Hut und wachsam gegen potenzielle Angriffe. Das ging ein ganze Zick so. Und vielleicht wäre da noch ewig so weitergegangen. Aber zum Glück kam im 11. Jahrhundert der große Friedensstifter, Degana Wida, daher. Sein Ziel war es, die 5 Stämme zu vereinen und Frieden im gesamten Irokesengebiet zu etablieren, sowie Gleichheit und Gerechtigkeit für alle zu erreichen. Ja, die Häuptlinge der jeweiligen Stämme hätten bestimmt gern zugehört, wenn es da nicht so ein kleines Problem gegeben hätte. Degana Wida stotterte nämlich ganz schlimm. Ja. Hiawatha, der Anführer der Mohawk, bot sich aber dann als Sprecher des großen Friedensstifters an und gemeinsam gelang es ihnen, Frieden im gesamten Irokesengebiet herzustellen. Als die ersten europäischen Siedler dann in die Region kamen, stießen die auf eine bereits fest etablierte, so politisch gut organisierte Einheit. Die Irokesenkonföderation war so erfolgreich, dass die sich über 150 Jahre lang den Bemühungen der Europäer widersetzen konnte. Die Verfassung, die das Grundprinzip Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit folgte und all ihren Mitgliedern das Recht auf Mitbestimmung gewährte, diente tatsächlich als Modell für die erste Verfassung der Vereinigten Staaten. Die Niagara-Fälle sind 3 Wasserfälle am südlichen Ende der Niagara-Schlucht, an der Grenze zwischen der Provinz Ontario in Kanada und dem Bundesstaat New York in den Vereinigten Staaten. Der größte von ihnen ist der kanadische Horseshoe Fall, also der Hufeisenfall. Mit 670 Metern Breite und einem Fall von rund 57 Metern ist der kanadische Wasserfall der größte und beeindruckendste der 3. Circa 168.000 Kubikmeter Wasser pro Minute fallen über den Rand und machen ihn damit auch zum leistungsstärksten Wasserfall in Nordamerika. Die Wasserfälle auf der US-Seite, der American Fall und der Bridal Veil Fall, haben ebenfalls ganz schön Power und sehen besonders im Winter nicht weniger beeindruckend aus. Die enorme Energie der Fälle wurde frühzeitig als potenzielle Energiequelle anerkannt.
bis 1896 wurden riesige unterirdische Leitungen gebaut, die zu Turbinen führten und mehr als 100.000 PS erzeugten. Im 19. Jahrhundert begann der Betrieb der Stromübertragung und die Energie der Niagara-Fälle wurde auf verschiedene Teile in Ontario und New York übertragen. Im 19. Jahrhundert begann nicht nur die Stromübertragung, sondern es kamen auch die Daredevils, die Draufgänger, die ob Seilen über der Horseshoe-Fall gelaufen sind oder sich in Tonnen über den Rand hinunterwarfen. So bekloppt möchte man sind. Die erste Person, die diese waghalsige Fahrt unternahm, war die 63-jährige Lehrerin aus Michigan, Annie Edson Taylor, am 24. Oktober 1901. Die hat überlebt, blutend, aber sonst unverletzt. Als sie aus der Tonne kletterte, warnte die jeden, einen solchen Versuch zu unternehmen. Lieber tät die oben Kanone zugehen, in dem Wissen, dass sie in Stücke gesprengt wird, als noch einmal über die Wasserfälle zu flutschen. Seit Taylors historischer Fahrt haben sich mehr als ein Dutzend Menschen absichtlich in oder oben am Gerät über die Fälle gestürzt, trotz der Warnung. Einige haben unverletzt überlebt, aber andere sind ertrunken oder schwer verletzt wurde. Inzwischen ist es auf beiden Seiten der Grenze total illegal, über die Fälle zu fahren. Und falls dennoch jemand die gefährliche Tat versucht und überlebt, dann drohen Anklagen und hohe Geldstrafe. Wenn er jetzt Lust bekommen hat, selber ins Heer zu reisen, dann empfehle ich euch, guckt nicht im Sommer. Dann knubbeln sich hier die Touristen. Gut lieber im Frühjahr oder Herbst, dann ist es ein bisschen angenehmer. Ab April, Mai werden viele Attraktionen wieder geöffnet. Ja, da hat man dann schon uns die Qual der Wahl. Wenn er nur gut hier sieht, sollt ihr auf jeden Fall eine Fahrt mit dem Hornblower-Boot machen. Das lohnt sich. Das Boot bringt euch so nah an die Fälle ran, dass ihr euch über den Regenponcho, den ihr zum Antritt der Fahrt erhaltet, riesig freuen werdet. Wenn ihr ein bisschen Miezig habt und ordentlich Taschengeld dabei habt, weil billig ist anders, könnt ihr auch noch einen Spaziergang hinter dem Fall machen. Journey Behind the Falls. Da fahrt ihr mit einem Aufzug ganz tief unter der Erde, gut dann zu einer Aussichtsplattform, die sich direkt hinter der Fälle befindet. Für Abenteuerlustige gibt es auch die Möglichkeit, eine Zipline-Fahrt über den Niagara-Fluss zu machen oder mit dem Jetboot über das Wasser zu rasen. Ich persönlich bin ja lieber in der Natur und wenn ihr das auch mögt, dann spaziert doch mal am Fluss vorbei, macht den White Water Walk. Der Fluss an der Stelle ist ca. 10 Meter tief und das Wasser strömt mit einer Geschwindigkeit von 35 Stundenkilometer vorbei. Die Wellen können hier eine Höhe von 3 bis 5 Metern erreichen. Wenn der Herbert fällt, dann bist du fort. Ganz kostenlos sind die Wanderwege im Niagara Glen Naturgebiet. Da kann man auch am Niagara-Fluss entlang wandern. Hier geht es allerdings ein bisschen ruhiger zu. Und falls es zufälligerweise regnen sollte und ihr nicht nass werden wollt, dann empfehle ich einen Besuch im Schmetterlingskonservatorium oder im Reich der Vögel.
Wenn er zu viel Taschengeld mitgebracht hat, kann das auch ganz schnell im Casino wieder verloren gehen. Für mich persönlich ist das nichts. Zum einen, weil ich nicht viel Taschengeld habe und zum anderen, weil die Bimmele und die Lichter, die machen mich bekloppt. Ja, ihr seht schon. Es ist kein Problem, hier ein paar Tage rumzukriegen. Unten in der Dingenskiste habe ich euch noch ein paar Tipps und Links drin geschrieben, die euch helfen können, ein paar Dollar zu sparen. Das war es für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, empfehlt es gerne weiter, schickt es an Freunde und Bekannte und ich sehe euch dann alle beim nächsten Mal, ne? Macht es gut! Ach so, hätte ich jetzt fast vergessen. Abends geht das auch mit Beleuchtung, ey.